Wir haben Wann habt im, ihr denn angefangen? Wie viele ja, Monate ich hätte jetzt gesagt her? Januar, Februar, Ja gut, weil okay. da war nämlich der Finn in der Klinik. Also ihr habt im Januar circa angefangen, jetzt ist es Dezember. Wir reden also ein ganzes Jahr später. Aber cool, weil es gibt ja Leute, die sagen, "Hä, wenn ich da bei dir bin und du passt auf, dann ist ja alles gut. Und kaum bist du nicht mehr bei mir, Monika, dann wird alles schlecht. Ist das denn so? Nee, also das kann ich gar nicht sagen. Und ich meine, wir hatten ja auch, also wir hatten unsere Termine, aber wir waren ja eben auf eigener Sache, da wir es dann halt manchmal nicht geschafft haben. Und da hat sich wirklich was getan. Und dann, klar, wenn es dann besser wird und dann so viele andere Dinge reinschwappen, dann lässt man es halt wieder ein bisschen schleifen. Ja. Und somit hat sich das bei uns ein bisschen gezogen. Ja. Aber also wir drei sind ja durch, also Sandro, der Finn und ich. Also Mama, Papa und Kind. Wir kamen ja aus einer Situation von, ich hole den um 9:30 von der Schule ab, ja, weil nichts mehr ging. Ja, und dann stell Von mal deinen Alltag. Hm? 8 bis halb 10, also nur 2 Schulstunden Ja. hat er ausgehalten. Ja, beziehungsweise die Lehrer. Oh, okay. So kamen wir ja vor der Klinik. Ja. Und dann musstet ihr gleich in die Klinik, oder wie war das? Naja, wir mussten irgendwann, also das hat sich ja über 2 Jahre oder 1,5 Jahre hatten wir halt das versucht und jenes und dann haben die Lehrer sich immer wieder, also wir hatten ja nur das Riesenglück, wir waren ja Montessori und die haben uns ja wirklich 1,5 Jahre mitgetragen, ja, und wir haben es halt immer gedacht, ja, wir kriegen es jetzt so hin und dann lief es wieder 5 Wochen gut und dann hat sich wieder eskaliert, also es hat sich wieder, wie soll ich sagen, aufgebauscht und dann war es halt so eine Eskalation, wo der halt dann wirklich die Lehrer angegangen ist und die natürlich verständlicherweise nach 1,5 Jahren sagen, du, also weißt du, dass wenn man in der Pause zum Kind sagt, trapp die Tür nicht ein, weil sie nicht schnell genug aufgeht, weißt, vom Entspannen. Und der Lehrer kommt hin und sagt, hey, 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 mal langsam. Und der greift den an, weil er sich angegriffen gefühlt hat. Oh, Also das waren schon Nummern, wo du dachtest, ganz ehrlich, was machst denn jetzt noch? Ja, und da waren wir sind in so eine Spirale reinkommen, wo wir gesagt haben, du, wir wählen jetzt die Klinik, wir stehen nicht dahinter, aber wir müssen auch uns selber schützen. Ich muss die Mila schützen. Es muss jetzt einfach der Teufelskreis durchbrochen werden. Sonst gehen wir alle drauf, ja, weil ich meine, wir haben gewusst, so wie wir es gerade, wie unser System tickt, es haut nicht hin, wir haben es nicht hinbekommen. Wir haben damals auch keine therapeutische Unterstützung bekommen, wobei sind wir uns auch einig, das hätte auch alles nichts gebracht, ja, weil der Grund ist ja woanders gelegen. ich glaube, die Klinik, ihr musstet ihn damals in die Klinik geben. Das war die Bedingung von der Schule, ne? Damit ihr Naja, wir hatten halt keine das andere zeigt, Idee mehr. ja, damit ihr der Schule zeigt, so wir versuchen jetzt wirklich alles, damit sie ihn auch wieder nehmen oder behalten oder so. Es war so eure Das letzte. und letztendlich hatten wir auch keine Idee mehr, wo wir gesagt haben, gut, jetzt gehen wir den Weg noch, weil alle anderen sind wir ja gefühlt gegangen. Also da hat man dich ja noch nicht gekannt, aber so war es halt zu dem Zeitpunkt. Und dann hattet ihr euren Termin für die Klinik schon, als wir gestartet haben, oder? Wir haben also parallel Nee, zur der Klinik. war schon in der Klinik. Der ist ja Ach, der jetzt war vor einem Jahr ist der reingekommen. Der war schon in der Klinik, stimmt. Und ihr habt immer nur am Wochenende die Übungen mit ihm gemacht. Unser Kontakt kam dann zustande, weil die ersten 3 Wochen in der Klinik war alles cool und irgendwann kamen natürlich Medikamente, ja, Hm. ins Spiel und dann haben wir gesagt, okay, gut, die werden den nicht durch. Also, wie soll ich sagen, also unsere Vermutung war, wenn wir dem keine Medikamente, wenn wir es verweigern, dann werden die den vielleicht nicht weiter betreuen. Ja, dann haben wir wieder keine Rechtfertigung gegenüber der Schule. Also wir haben ja dieses Spiel irgendwo mitspielen müssen. Aber Ja, uns war ganz klar, dass wir keine Medikamente geben werden. Und dann hat sich der Sandro ja auf die Suche gemacht im Internet und dann kam ja über Alternative zu Medikamente, kam er zu dir und dann haben wir halt irgendein YouTube gesehen und dann haben wir gesagt, ja, das probieren wir jetzt, ja, weil wir auch so an dem Punkt waren, was soll man denn noch tun? Wir haben ja alles schon gemacht.
Es war auf jeden Fall spürbar nach den 8 Wochen, dass er, also es waren ja immer so eine Situation, wenn ich ihn gebeten habe, Hände zu waschen und ich dann aber auch mal gesagt habe, ich möchte es jetzt, ja, und ich möchte es durchsetzen, dann ist es ja so eskaliert bis zur Selbstzerstörung. Oh, nur wegen Händewaschen. Ja, zum Beispiel. Es waren ja ganz Kleinigkeiten. Das Okay. waren ja, weißt du, wo du aussagst, aber wenn du dann mal gesagt hast, schau mal, Finn, ich wünsche mir das jetzt einfach, weil da sind Bakterien dran und du isst jetzt mit die Finger. Ja, da kamen dann immer zuerst Argumente wie, ist ja mein Körper, so ungefähr, wenn da Bakterien drin sind, dann geht dich das ja so gar nichts an und so. Also der ist ja immer auf Konfrontation. Also doof war er ja nicht. Also er hat ja auch immer Argumente gehabt. Aber wenn ich dann einfach immer gesagt habe, aber es ist jetzt einfach so und du machst es und dann habe ich es halt durchgesetzt, dann ist es eskaliert bis ins Zimmer, ja, und dann wo ich gesagt habe, nimm dir jetzt bitte die Auszeit, ich brauche jetzt eine Auszeit, du, komm mal runter, ja, so, und dann hat er halt angefangen ins Zimmer zu randalieren und solche Dinge. Wegen Händewaschen. Wenig. Aber ich kann ja auch ganz andere, es war immer nur Kleinscheiß. Oh je. Es Okay. war alles, jede Alltagssituation hat bei uns über Krieg und Frieden entschieden. Und ich mir immer überlegt habe, fordere ich das jetzt ein? Also fordere ich jetzt Hände waschen? Ich bin bei Gott keine, die jetzt hier weg jeden Scheiß Hände wäscht, ja, aber so mit dreckigen Händen von der Feuerstelle rein wäre es einfach cool, wenn man mal Hände wäscht, ja. Ja. Das war Oh. beim Anziehen. Er zieht keine dicke Jacke an, ihm friert's nicht, ja, bei Minustemperaturen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Es war jede Alltagssituation, hat er ein, wie sagt man, einen Kampf draus gemacht. Oh. Und das Ja, war halt das Anstrengende. das ist sicher anstrengend für ihn, aber auch für euch, ne? Also Ja. man weiß ja gar nicht mehr, wie man mit dem Kind reden soll. Oder eigentlich müsstet ihr ihn ja erziehen. Also es sollte ja vielleicht auch harmonisch sein in der Familie, aber ging ja dann wahrscheinlich nur alles um Vermeiden von Eskalationen und ihm seinen Willen lassen. Und das kann ja Genau, nicht. und halt und das war natürlich unseres, wo wir gesagt haben, klar, lässt du seinen Willen öfters zu, aber das war uns natürlich ganz klar, wenn wir das ständig machen, dann haben wir einen Herrscher hier. Eben wenn so Situationen war, dass man ihn erreichen konnte, dass man mit ihm sprechen konnte. Ah, also es war nicht mehr dieses Bocken, schwierig machen, alles, sondern er war aufnahmebereit und dann Genau, auch für deine Worte erreichbar, ohne wegen Händewaschen zu eskalieren. genau. Das hat Okay. sich dann, also das ist so, weißt du, so stufenweise besser geworden. Ja. Was habt ihr denn jetzt erreicht? Also jetzt ist es ein Jahr her. Erstmal kam er aus der Klinik raus, ohne Ja, Medikamente. Habt ihr das geschafft? ohne Medikamente. Und die Schule, hat ihr ihn jetzt wiedergenommen und ist alles gut gegangen? Mhm. Also seitdem, es gab in der Schule keine Eskalation mehr, kein Angreifen. Und also die zweite Klasse, das war ja im März, die lief noch, also zumindest war vom Inhalt holprig, aber jetzt seit der dritten Klasse, also seit September, er ist voll dabei, er geht gerne in die Schule, er nimmt es auch auf. Natürlich fehlt ihm unterm Strich ein Jahr, aber das ist scheißwurscht. Und er macht jetzt auch mit dem Lesen, er tut's. Ja, also vorher war das nur Verweigerung. Mache ich nicht. Ja, Also das ist jetzt ein halbes Jahr safe oder ein Dreivierteljahr schon safe mit der ja, Schule? Dreivierteljahr, also seit Wow. März. Natürlich haben wir zu Hause noch die Themen, wo ich dann manchmal merke, jetzt ist er gerade nicht aufnahmefähig, aber er schafft es auch immer mehr zu sagen, oh, ich habe dich gerade gar nicht gehört, was hast du gesagt? Ja, ich meine, muss man sagen, er geht jetzt, also die Schule mit dem Schulbus, er kommt um 2 nach Hause. Oh. Und 2 Tage ist er, also das war auf Probe, aber es ging von Anfang an gut, in der Nachmittagsbetreuung, also bis um 4. Ohne Murren, ohne Eskalation? Mhm. Hammer. Und ihr Mhm. musstet ihn vorher, wie war das, alle nach 2 Stunden holen? Über 8 Wochen In der Montessori-Schule. in der Montessori-Schule, die uns 1,5 Jahre immer den Rücken gestärkt haben. Also das ist ja Hammer. Mhm. Genial.
Ja. Also das heißt also, die Kuh ist vom Eis? Die Kuh ist vom Eis. Ich meine, das weißt du selber, dass natürlich er einen viel mehr fordert, also auch geistig, als jetzt so normale Kinder. Was ist schon normal, aber man muss schon sehr präsent sein, aber ich kann ihn eben erreichen. Ich kann ihn abholen, kann dann eben auch, wenn ich sage, jetzt ist eine Situation, puh, jetzt ist hier aber gerade echt Dynamit herinnen, ja, wo ich dann sage, boah, also da brauchen wir jetzt gerade gar nicht weiterreden. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren, wer geht mit oder so. Ja? Und das funktioniert alles. Das ging ja früher nicht. Also wenn ich da versucht habe zu sagen, hey, lasst mal diese Energie, wir müssen die irgendwie loswerden, ja, da hat er sich, der ist nicht mit. Der Ja. hat sich dann in die Tür gestellt und mich nicht rauslassen und so Zeug. Also das war wirklich grenzwertig.